Halleluja. Das sieht genau nach dem aus, weshalb ich hingekommen bin. 166 Gambas Challenge. Eiweißschock ist vorprogrammiert. Viel Spaß. Let's go. Damit herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal bei Big M und natürlich einer neuen Folge. Wir sind nach Frankfurt gereist zu keinem geringeren Lokal als dem bekannten und berüchtigten Waldgeist XXL. Bekannt natürlich aus TV, Fernsehen und natürlich vielen Food-Influencern, die schon hier waren, das Ganze getestet. Unter anderem natürlich Bernd Zehner. Aber hier gibt es nämlich auch Rekorde, die es zu brechen und knacken gilt und natürlich auch für die Ewigkeit vielleicht aufzustellen. Denn diese Speisekarte beinhaltet nicht nur XXL-Gerichte, sondern tatsächlich auch Rekorde. Unter anderem 1,4 Kilogramm Rumpsteak, das größte, was hier bisher gegessen wurde. Dann ein 3,5 Kilo Schnitzel, was hier schon verputzt wurde. Aber wir werden uns heute auf eine besondere Challenge einlassen, und zwar die Eiweißschockplatte. Der aktuelle Rekord der Eiweißschockplatte liegt bei 83 Gambas. Das Ganze beinhaltet nur Gambas, ein bisschen Brot, Aioli, aber 83 Stück, das ist der Rekord, der hier mal aufgestellt wurde. Ich habe aber gesagt, wisst ihr was, wenn ich schon zu euch nach Frankfurt reise, dann machen wir nicht nur 84, sondern die Eiweißplatte schlagen wir gleich doppelt. 166 Gambas, noch nie habe ich so viele gegessen, noch nie ansatzweise probiert. Ich war auch noch nie bei einem All-You-Can-Eat Gambas. Das heißt, auch für mich wird es eine Challenge, die ungewiss ist. Und wir werden natürlich schauen, dass wir vielleicht einen Rekord für die Ewigkeit aufstellen. Als besonderen Anreiz gilt diese Challenge fortan für die Zukunft für alle. Und die Eiweißschockplatte geht dann aufs Haus. Aktuell liegt der Preis für die 83 Gambas bei 120 €. Dementsprechend wären wir dann bei 250, die Eiweißplatte dann mit 166 beinhalten würden. Das Ganze geht aufs Haus, sollten wir schaffen, solltet ihr das in Zukunft schaffen. Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit mehr, schauen uns das Ganze hier einmal an, wie es zubereitet wird, was Waldgeist so zu bieten hat, und dann gehen wir die Challenge an. Ich würde sagen, let's go. Handschuhe, oh top, da brauche ich meine gar nicht, das ist noch besser. Und ordentlich Brot, ne? Genau. Hausgemacht? Vom Bäcker, des Vertrauens. Alles klar, Dankeschön. Ne? Ordentlich Brot dabei. Besteck haben wir jetzt auf jeden Fall schon dazu bekommen. Dazu wurde direkt gesagt Handschuhe und tatsächlich auch, was man dazu bekommt. Ich sag mal Aioli gleich dabei und ordentlich Beilagenbrot. Ne? Auch das werden wir natürlich gleich mal ein bisschen probieren und ein bisschen, ich sag mal, testen. Habe ich nämlich sowieso ein bisschen Hunger drauf. Ist vielleicht dann auch mal ein anderer Geschmack, ne? Wenn wir das belegen. Letztens bei der Jindawi Bowl, die wir hatten, ne? Da war ja dann, ich sag mal, sehr einheitlich, auch wenn es geil war. Eieieiei. Halleluja. Das sieht genau nach dem aus, weshalb ich hingekommen bin. Vielen, vielen Dank. 166 Gambas? Genau. Alle aufgezählt worden tatsächlich? Genau. Geil. Also es ist wirklich, also ich bin sprachlos. Ne? Es sieht einfach nur wahnsinnig aus. Rekord liegt bei 83. Keine Zeitvorgabe oder sowas. Ne? Nur man muss es an einem Stück essen wahrscheinlich. Ne? Alles klar. Sieht geil aus. Und ich würde sagen, wir nehmen die ganze Wette an. Kostenlos das Ganze, wenn wir schaffen, und dann freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, was Waldgeist zu bieten hat. Das ist also die XXL Waldgeistplatte oder beziehungsweise Eiweißschockplatte. Jetzt haben wir hier 166 Gambas. Der Chef hat gesagt, ich wollte schon immer mal sehen, weil die Platte eigentlich für 83 ausgerichtet ist und da immer mal noch ein bisschen Platz ist. Jetzt haben wir es komplett ausgefüllt. Und was soll ich euch sagen, meine Lieben? Es sieht mächtig aus. Auf geht's in die legendäre XXL Waldgeist 166 Gambas Challenge. Eiweißschock ist vorprogrammiert. Viel Spaß. Let's go. Dann starten wir das Ganze und dann sind wir mal gespannt, was das Ganze wird. Ich würde sagen, wir greifen uns einmal hier vorne eine Garnele. Die erste, übrigens müsst ihr am besten, das wird wahrscheinlich gleich helfen, so ein bisschen im Stream ein bisschen mitzählen, weil sonst komme ich nämlich gleich aus dem Konzept. Das heißt, schön mal, wer hier schön auch aufmerksam ist, schön mal so ein bisschen mitzählen, dass wir auch gar nicht, ich sag mal, durcheinander kommen. Ich meine, am Ende sollten sowieso alle 166 weg sein, aber damit wir auch zwischendurch mal einen Zwischenstand haben. Aber rein geht's in Gamba Nummer 1. Geil. Geil, geil, geil. Hab mich drauf gefreut. Ich muss sagen, eine Gambas Challenge in dem Fall war sowieso ja mal Zeit. Wir sind ja auch wieder bald bei Santo Sushi, weil wir ja die 280 Sushis gegessen haben und 1 Million Likes da hatten. Da haben wir ja dann gesagt, beziehungsweise 300.000 Likes, dass wir dann die 5 Kilo Seafood Bowl auch angehen werden. Aber jetzt habe ich mich wirklich mal richtig auf richtig geile Gambas gefreut. Hier haben wir noch Aioli drin und da gehen wir mal rein. Oh,
Knoblauch ist nicht zu wenig. Kann ich aber sagen, boah, Halleluja, geil. Ich glaube, da werde ich mir sogar, je nachdem, wobei das ist eine große Schüssel, vielleicht sogar noch was nachbestellen. Aber das ist schon geil. Vor allen Dingen sind die Gambas auch gar nicht klein, ne? Richtig, aber die kann man richtig, richtig schön schälen. Hatte so ein bisschen Angst, dass ich sag mal, vielleicht man ewig braucht, bis man schält. Aber ihr seht hier, ne, richtig, richtig schön kann man sie abnehmen. Richtig schön von der Schale rein da in Nummer 3. So, gehen wir rein in Gamba Nummer 4. Schmeckt mega. Danach werden wir uns mal ein bisschen Brot nehmen. Vielleicht können wir auch gleich eine Garnele einfach mal auf dem Brot nehmen. Aber mit dem Knoblauch ist geil. Nehmen wir uns mal ein bisschen Brot. Gamba Nummer 4 haben wir soweit durch. Oh, schön knusprig. Probieren wir so. Ein bisschen Aioli dabei. Geil. Was ich jetzt mal versuchen werde, ist tatsächlich einfach mal schön die Kombo hier. Ein bisschen Brot nehmen, ein bisschen Garnele und dazu, wie gesagt, Aioli. Geil, geil, geil. Also, Nummer 5 ist soweit durch. Wir haben alles soweit durchprobiert. Vielleicht werden wir gleich auch noch mal so ein bisschen, beziehungsweise machen wir jetzt hier mal schön so ein bisschen dreckig werden. Ein bisschen schmutzig, wie es sich gehört. Ein bisschen Zitrone oben drüber. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, dass wir ein bisschen vorankommen. Und wenn ihr mal wieder was habt oder mal eine gewisse Anzahl geschafft habt, dann werde ich mich auf jeden Fall mal wieder bei euch melden. Und jetzt würde ich sagen, rein in den Zeitraffer, rein in das Eiweißschock-Spektakel. Wir müssten jetzt, ich sag mal, um die, ich sag mal in Anführungsstrichen 20 Gramm es geschafft haben. Ich habe komplett den Überblick verloren, schon nach Nummer 8 und 9. Aber ist ja auch nicht so weiter dramatisch. Hauptsache ist, ich sag mal, dass die große Platte irgendwann nach und nach kleiner wird. Und dann ist, glaube ich, das Wichtigste. Aber schmeckt weiterhin gut, ne? Hab tatsächlich noch ein paar Zitronen genommen, die ich immer noch so ein bisschen jetzt drüber zerquetscht habe, drüber gemacht habe, weil es unfassbar geil ist. Wurde mal gefragt, wie viel das Gefäß umfasst. Sind 2 Liter. Lasst uns weiter gut gehen. Schmeckt geil. Ich hab Bock. Let's go. Wie geht's dir so? Mir geht's super. Wie geht's dir, Süßmaus? Wie viel Eiweiß hat denn die Platte? Oh, das ist auch eine gute Frage. Das müsst ihr mal ausrechnen. 6 Kilo Garnelen. Ihr könnt es ja mal ausrechnen. 6 Kilo Garnelen. Was sind das an Eiweiß? Ja, schreiben jetzt mehrere. Müsstet ihr mal ausrechnen. Wie gesagt, gerade wurde nachgefragt. Es sind 6 Kilo Garnelen. Aber da müsstet ihr jetzt mal ausrechnen. Da habe ich gerade nicht die zu. Wie viel hast du schon? Gute Frage. Ich habe den Überblick verloren. Ich würde sagen, wir sind so bei 30 ungefähr. Würde jetzt mal schätzen. Ja, 30 Stück müssten wir schon haben. Also, der Teller mit den Scheiben ist auf jeden Fall schon gut gefüllt. Weil auch immer mal wieder die Frage kommt, wie viel wir schon haben. Ich würde sagen, wir nehmen auch jetzt mal, ich sag mal, die von vorne. Dann könnt ihr von vorne ein bisschen mehr sehen, wie es gleich auch immer ein bisschen weniger wird. Aber schmeckt weiterhin gut. Ne? Kann man nicht anders sagen. Sind auch immer noch richtig schön warm. Das freut mich. Macht das Ganze natürlich umso schmackhafter. Und darauf kommt es ja hier vor allem an. Lässt sich richtig schön poolen weiterhin. Auch mit dem Aioli. Ich befürchte, Aioli geht irgendwann leer, wobei das auch eine riesen Schüssel ist. Aber zur Not kann man da noch was nachbestellen. Vor allem mit der Zitrone. Schön saftig, schön geil. Eine Challenge, die geschmacklich echt top ist. 1200 Gramm Eiweiß, ja, Greta. 1200 Gramm Eiweiß. Deswegen Eiweißschockplatte. Normalerweise ist es die Hälfte, aber wir gehen Eiweißschock all in. So, meine Lieben, wir haben weiterhin ein paar Garnelen geschafft. Ich würde sagen, wir sind jetzt so um die zwischen 50 und 60 angekommen. Also vielleicht, ich sag mal, ja, noch nicht ganz ein Drittel, ne? Vielleicht so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen ein Viertel, vielleicht etwas mehr. Schmeckt weiterhin gut, auch das Brot in Kombination mit den Garnelen. Aioli hat der Chef uns tatsächlich gerade noch ein bisschen nebenbei hergegeben. Aber ich sag's auch, also ich kann verstehen, warum es eine Eiweißschockplatte ist. Einige haben es gerade ausgerechnet im Stream, 1200 Gramm Eiweiß hat das Ganze, 6 Kilo sind es insgesamt. Also wirklich Wahnsinn. Schmeckt aber weiterhin toll, bleibt schön warm durch die Schalen. Und ich habe auch gerade beziehungsweise am Anfang gehört, es reicht normalerweise eine Platte so für 6 bis 8 Personen. Das heißt, das Ganze wäre jetzt hier auch ungefähr für 15 Personen ausgerichtet. Ne? Wir haben jetzt etwas mehr als eine halbe Stunde geschafft und auch gut schon was von den Garnelen. Wenn ihr hier sehen könnt, ich hebe es mal so ein bisschen hoch, wobei eher nicht, dann fallen sie nachher nur alle runter. Versuche jetzt so ein bisschen von vorne mehr zu essen. Müssten so bei der Hälfte angekommen sein. Dadurch, dass wir heute leider auch eine schlechte Verbindung hier haben, aufgrund des WLANs, der Qualität mit Mobilfunk ist hier gar nichts, haben wir natürlich, ich sag mal, welche gehabt, die mitgezählt haben, aber aufgrund der Verbindung das leider nicht mehr geschafft haben. Ich kann es selber auch nicht machen, weil es einfach, ich sag mal, bei 166 Stück, wie viel soll ich ja jedes Mal zählen? Aber ich glaube, so die Hälfte müssen wir jetzt geschafft haben. Es ist immer noch viel, also knapp 3 Kilo Garnelen, denke ich mal, von den 6 Kilo.
Ordentlich viel, schmeckt aber immer noch super, vor allem mit der Aioli. Das macht es natürlich relativ flutschig, sage ich mal. Und dem weiter Gras, weil es gut schmeckt. Und schaffen hoffentlich den Rekord. Ich muss sagen, es stopft wirklich, wirklich sehr. Also 6 Kilo sind nicht mal eben. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier bestimmt noch 1,5 Kilo drauf. Und es stopft ordentlich. Langsam merke ich auch den Durst. Und dann, dafür ist der Riesenstrohhalm. Wir werden mal ein bisschen was trinken. Oh, Schluck auf. Geil. Dadurch, dass jetzt ein bisschen länger... Ups, Schluck auf. Upsi. Dadurch, dass jetzt ein bisschen länger... Jetzt bekomme ich Schluck auf und am Trinken. Danke, Jessica. So, jetzt nochmal. Dadurch, dass es ein bisschen länger stand, ist der Zitronengeschmack ein bisschen dabei. Ich finde das Gas ganz cool. Bin froh, dass das nicht eine Challenge ist. Dann müssen wir die 2 Liter noch trinken. Aber ich würde sagen, weiter geht's. Schmeckt weiterhin gut. Wie gesagt, ein bisschen haben wir noch was vor uns. Aber ich bin weiterhin optimistisch. Vor allem mit dem Aioli. Ihr seht auch hier, die Schüssel mit den Schalen wird immer voller. Immer größer. Aber schmeckt weiterhin top. Und ist immer noch schön warm. So, meine Lieben, wir geben weiter Gas. Nach dem ersten Schluck trinken haben wir wieder ordentlich was gut wegbekommen. Ein bisschen ist man tatsächlich noch da, aber sehr überschaubar. Ich würde sagen so ein Fünftel, Sechstel. Ne, vielleicht noch so, ich sag mal, vielleicht ein halbes Kilo Gambas. Ein halbes Kilo ist ein halbes Kilo. Auch noch ein bisschen Aioli. Ihr seht, leider ist mir vorhin eine, ich sag mal, runtergefallen. Ich wollte das Gas eigentlich mit euch schon am Ende zu essen, die 4 Stück, die da drauf sind. Müssen wir uns gleich eine vom Teller nehmen. Schmeckt weiterhin super. Natürlich nicht mehr ganz so warm wie am Anfang, aber immer noch warm. Ne, also gar nicht kalt, sondern wirklich noch, ich sag mal, warm. Schmeckt aber weiterhin gut. Mir läuft so ein bisschen die Nase. Aber es schmeckt vor allem gut. Ne, Burger gehen wir nachher noch essen wahrscheinlich. So, wir haben gerade mal abgezählt. 11 Gambas liegen noch drauf, das heißt, wir haben Stand jetzt 155 Gambas geschafft. Und ich werde jetzt, ich sag mal, für die letzten 11 definitiv noch, denn das habe ich gesehen, habe ich ganz vergessen, noch ein bisschen Zitronen hier oben drüber machen. Auch hier nochmal oben in die letzten 3 rein, denn die werden wir gleich so ein bisschen zusammen genießen, da oben die letzten 3. Also, auf geht's in die letzten 11 Gambas. Dann haben wir die, ich sag mal, Eiweißschockplatte, der Rekord, nicht nur, ich sag mal, geknackt, sondern wirklich gesmashed. Und dementsprechend, ja, würde ich sagen, lassen wir uns noch gut reden. Schmeckt weiterhin gut. Klar, sind natürlich ein bisschen kälter geworden. Aber es gibt nichts, gerade mit dem Aioli, kann ich definitiv empfehlen. Vor allem die auf 5 stehen Gambas. Alter, schon ein geiles Highlight. Da habe ich mich richtig drauf gefreut und war nicht zu viel versprochen. Muss ich erstmal nur schauen, wie ich die Schale von der dritten, vorletzten hier, weil die sind da drin, die ist ja so eingelegt in Aioli. Ich glaube, da werde ich eine riesen Knoblauchpfanne mitnehmen. Und uns jetzt hier das Ding voll, ne? Riesen Aioli drin. Das sind jetzt die letzten 3, die noch in der Schale gewesen sind. 3 Stück noch. Auch hier wieder eine riesen Garnele mit richtig, richtig viel. Also, auch hier wieder schön Garnele mit Knoblauch. Oh, übrigens fällt mir gerade auf, der Handschuh, der hat es definitiv nicht überlebt. Ne? Der ist definitiv schon, ich hoffe nicht in mir. Aber ein Stückchen fehlt. Lecker. Schmeckt auch unfassbar lecker. Also, vor allem Aioli, Knoblauch, ich lieb's ja. Also, kann definitiv mal empfehlen, mal hier zu essen. Vor allem habe ich sowas noch nie gesehen, ich sag mal, mit so einer Platte. Also, gibt ja überall mittlerweile irgendwie Gambas all you can eat, aber so eine Platte hier, geil. Aber wirklich geil, geil, geil. Vor allem ist die, wie gesagt, eigentlich ausgerichtet für, ich sag mal, die kleinen, also normale Platte 83 für, sag mal, 5 bis 6 Personen. Das hier ist jetzt so 10 bis 12 Personen eher. Warum hast du kein Sättigungsgefühl? Weiß ich nicht. Wie viele Burger isst du danach? Das kommt darauf an, wie viele Likes ihr da lassen ungefähr. Es werden auf jeden Fall ein schwarzer Burger mit dabei. Also, wir gehen in den, wenn ich es mir richtig anschaue, in das letzte Gamba rein. Das heißt, 165 haben wir soweit geschafft. Und damit hätten wir, ich sag mal, die Eiweißschockplatte vom XXL Weitgeist nicht nur den Rekord, ich sag mal, gebrochen von 83, sondern definitiv aufgestellt. Vielleicht sogar für die Ewigkeit. Wenn es, ich sag mal, irgendwann knackt, dann müssen wir es nochmal versuchen. Aber jetzt gehen wir erstmal rein mit schönen Aioli, mit dem letzten Stück in die Gamba 166. Geil. Und damit haben wir in, eine Hand ist leider sehr, sehr dreckig geworden bei der Stunde. 1 Stunde, 3 Minuten, also ich sag mal in knapp einer Stunde 166 Gambas
den, ich sag mal, Rekord vom XXL Waldgeist in Bezug auf die Eiweißschockplatte nicht nur gebrochen, sondern wirklich, ich sag mal, doppelt übertroffen. Richtig, richtig geil, hat super Spaß gemacht, es hat super geschmeckt, vor allem diese Kombination mit der Aioli, das hat es mir auch persönlich, ich sag mal, will nicht sagen leicht gemacht, aber definitiv noch mal schmackhafter. Bisschen Beilagenbrot dabei, ne, aber richtig, richtig top, gefällt mir. Werde jetzt hier meinen 2 Liter Eimer Wasser definitiv noch ein bisschen von trinken. Oh, denn das tut jetzt nach 6 Kilogramm was so richtig gut. Ich danke euch fürs Zuschauen. Würde mich über ein Like, über ein Abo natürlich freuen, denn ihr wisst, jeden Donnerstag und Sonntag kommen bzw. nehmen wir neue Videos, wo ihr jetzt auch wie hier im Livestream mit dabei sein könnt, sei es auf YouTube oder natürlich allen voran auch TikTok. Seid gerne dabei, wenn ihr es nicht glaubt. Jeden Donnerstag und Sonntag sind wir live und natürlich folgen auch, ich sag mal, dazwischen die Tage die neuesten Videos, die veröffentlicht werden. Danke fürs Zuschauen und ich sag mal, bis zur nächsten Challenge, die auch XXL sein wird. Liebe Grüße noch vom XXL Waldgeist. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Aber ich muss dir eins sagen, die Leute haben geschrieben, sie wollen Nachtisch sehen. Was habt ihr an Desserts? Also meine Lieben, man hat sich nicht nehmen lassen, auch nochmal, ich sag mal, die Kuchen hier zeigen zu wollen, beziehungsweise hausgemachter Kuchen, ne, Käsekuchen. Also eigentlich habe ich gesagt, ein kleines Stückchen wird mir reichen, einfach für den süßen Geschmack. Aber man hat gesagt, weißt du was, probiert doch gleich alle. Dementsprechend geil angerichtet. Also nicht nur Gambas, nicht nur Essen ist XXL, sondern auch die Kuchen hier. Vor allem der Geschmack wird jetzt richtig, richtig geil sein. Ne? Probieren wir mal. Käsekuchen mit Mandarinen. Gehen wir da mal rein. Oh. Schaut mal, wie es aussieht. Ne? Also, schöner, schöner Schokokuchen. Wow. Aber auch der Käsekuchen schmeckt geil. Neue Challenge, wir essen noch alle Kuchen hier leer.